Ghost-Radio-Sendung des Infolabs der Stadtwerkstatt. Das Infolab arbeitet im Kontext der digitalen Kunst und Kultur und sucht Lösungsansätze für Probleme in unserer Informationsgesellschaft, die durch die maschinelle Verarbeitung von Information entstehen. In dieser Sendung führen wir Sie durch einen Dialog mit einer KI, eine Erkundung des Wesens der Information basierend auf Textfragmenten, die aus Fragen der Künstlerin Francine Xavier an die KI entstanden sind. Information ist allgegenwärtig und gleichzeitig eines der am wenigsten verstandenen Konzepte unserer Zeit. Wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend von Daten getrieben wird. Doch die Frage bleibt, was ist Information wirklich? Gemeinsam mit der KI wollen wir Einblicke gewinnen und neue Denkansätze aufzeigen, die uns helfen könnten, in einer Welt der maschinellen Datenverarbeitung zu bestehen. Die Sendung nimmt Sie mit auf eine Reise durch physikalische Fakten, geisteswissenschaftliche Fragestellungen und die sozialen Herausforderungen unserer Informationsgesellschaft. Die Kunst als Spiegel der Gesellschaft kann uns neue Perspektiven auf die duale Datenverarbeitung bieten und vielleicht sogar Lösungen für alte Fragen der Wissenschaft finden. Fragen wie die, ob Schrödingers Katze wirklich lebt oder der Mond da ist, wenn niemand hinsieht. Zwischen den tiefgehenden Texten bieten wir der Zuhörerin Momente der Entspannung. Ein Rauschen, ein Quantensturm aus einem Halbleiter, der als Klanglandschaft durch die Sendung führt. Dieses Rauschen wandert zwischen den Kanälen und schafft Raum. Raum zum Nachdenken, zur Verarbeitung und zur Entspannung. Lassen Sie sich entführen in die komplexe Welt der Information und in das Rauschen, das uns allen ein wenig Zeit schenkt. In der biologischen Evolution ist das Erbgut, insbesondere die Gene, zweifellos der zentrale Informationsträger, da sie die Baupläne und funktionalen Anweisungen für die Entwicklung und Funktion von Lebewesen enthalten. Die Gene bestehen aus DNA, bei einigen Viren auch RNA, und stellen eine Art polymerer Information dar, da sie in langen Ketten von Nukleotiden kodiert sind, die spezifische Sequenzen bilden. Neben den Genen gibt es jedoch noch weitere Informationsträger in der biologischen Evolution, die eine wichtige Rolle spielen. ENS – Epigenetische Informationen. Epigenetische Mechanismen verändern die Genexpression, ohne die DNA-Sequenz selbst zu verändern. Diese Informationen können durch chemische Modifikationen wie Methylierung von DNA oder Veränderungen an den Histonproteinen weitergegeben werden. Epigenetische Informationen können teilweise über Generationen hinweg weitergegeben werden, obwohl sie nicht direkt in der DNA-Sequenz kodiert sind. 2. Kulturelle Information. Bei bestimmten sozialen Lebewesen, insbesondere bei Menschen, spielt kulturelle Information eine entscheidende Rolle in der Evolution.
Kultur umfasst das Wissen, die Verhaltensweisen, Technologien und Traditionen, die durch soziale Interaktionen weitergegeben werden. Diese Form der Information wird nicht genetisch, sondern durch Lernen und Nachahmung weitergegeben. 3. Symbiotische und mikrobielle Information. Viele Lebewesen leben in Symbiosen mit Mikroorganismen, die ebenfalls wichtige genetische Informationen mitbringen. Zum Beispiel ist das Mikrobiom, die Gesamtheit der Mikroorganismen, die in einem Organismus leben, ein wichtiger Träger von Informationen, die die Gesundheit, den Stoffwechsel und sogar das Verhalten des Wirts beeinflussen können. 4. Mimetische Information. Der Begriff Meme wurde von Richard Dawkins eingeführt und bezieht sich auf Informationseinheiten, die durch Imitation von einem Individuum zum anderen übertragen werden, ähnlich wie Gene. Dies kann Ideen, Verhaltensweisen oder Trends umfassen, die sich in einer Population ausbreiten. 5. Umweltinformation. Die Umgebung selbst enthält Informationen, die evolutionär relevant sind. Organismen nehmen diese Informationen über ihre Sinne wahr und passen ihr Verhalten entsprechend an. Diese Umweltinformationen beeinflussen die natürliche Selektion und damit die Evolution. 6. Plasmide und horizontale Genübertragung. In Bakterien und anderen Mikroorganismen können Plasmide, kleine DNA-Moleküle, die unabhängig vom chromosomalen DNA existieren, und die horizontale Genübertragung eine Rolle spielen. Diese Mechanismen ermöglichen es, genetische Informationen zwischen verschiedenen Organismen auszutauschen, was zu einer schnellen Anpassung und Evolution führen kann. 7. Virale Information. Viren können ebenfalls Informationsträger sein, indem sie genetisches Material in ihre Wirte integrieren. Diese eingefügten Sequenzen können die Evolution des Wirtsorganismus beeinflussen. Jede dieser Informationsformen trägt auf unterschiedliche Weise zur Evolution bei und beeinflusst, wie Organismen sich an ihre Umwelt anpassen und entwickeln. Die Evolution ist somit ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Informationsarten, die auf verschiedenen Ebenen wirken. Pilze und ihr Myzel, das fadenförmige Netzwerk von Zellen, aus dem der Hauptkörper eines Pilzes besteht, spielen eine faszinierende Rolle im Ökosystem, und Information ist ein zentraler Aspekt ihrer Funktion und Evolution. Hier sind einige der wichtigsten Punkte, wie Information im Zusammenhang mit Pilzen und ihrem Myzel relevant ist. 1. Informationsaustausch im Myzelnetzwerk. Das Myzel eines Pilzes kann als eine Art Internet des Waldes betrachtet werden. Pilze kommunizieren über ihr Myzelnetzwerk nicht nur mit anderen Pilzen, sondern auch mit Pflanzen und anderen Organismen. Sie übermitteln chemische Signale, die Informationen über Nährstoffverfügbarkeit, Bedrohungen, zum Beispiel durch Schädlinge, oder Umweltbedingungen enthalten. Diese Form des Informationsaustauschs ist entscheidend für das Überleben der Pilze und die Gesundheit des gesamten Ökosystems. 2. Genetische Information und Anpassung. Wie alle Lebewesen speichern Pilze genetische Information in ihrer DNA,
die für die Anpassung an verschiedene Umweltbedingungen entscheidend ist. Die genetische Diversität innerhalb einer Pilzpopulation erlaubt es den Pilzen, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen, etwa durch die Entwicklung von Resistenzen gegen Fungizide oder die Fähigkeit, neue Substrate zu zersetzen. Symbiotische Information Mykorrhiza. Eine besondere Form der symbiotischen Beziehung ist die Mykorrhiza, eine symbiotische Verbindung zwischen Pilzen und Pflanzenwurzeln. Über diese Beziehung tauschen Pflanzen und Pilze Nährstoffe und andere wichtige chemische Signale aus. Der Pilz erhält Zucker von der Pflanze, während er im Gegenzug Wasser und mineralische Nährstoffe, insbesondere Phosphor, liefert. Die Information, die in diesen symbiotischen Interaktionen übertragen wird, ist entscheidend für das Wachstum und die Gesundheit sowohl des Pilzes als auch der Pflanze. Umweltwahrnehmung und Reaktion. Pilze besitzen die Fähigkeit, Umweltveränderungen wahrzunehmen und darauf zu reagieren, indem sie spezifische Gene aktivieren oder deaktivieren. Diese epigenetischen Veränderungen erlauben es dem Myzel, flexibel auf Umwelteinflüsse zu reagieren und sich so an unterschiedliche Bedingungen anzupassen. Zum Beispiel kann das Myzel auf Änderungen in der Feuchtigkeit, Temperatur oder im pH-Wert reagieren, indem es das Wachstum in bestimmte Richtungen lenkt oder bestimmte Enzyme produziert, die für den Abbau von Substraten notwendig sind. 5. Horizontale Genübertragung. Pilze können genetische Informationen durch horizontale Genübertragung (HGT) erhalten, ähnlich wie Bakterien. Dies geschieht durch den Austausch von DNA mit anderen Pilzen oder Mikroorganismen in ihrer Umgebung. Diese Art der Informationsübertragung kann neue genetische Eigenschaften in eine Pilzpopulation einführen, die deren Überleben und Anpassung an neue Umgebungen oder Bedingungen verbessert. 6. Bildung von Fruchtkörpern und Sporen. Die Bildung von Fruchtkörpern wie Pilzen, die wir oberirdisch sehen, und Sporen ist ein weiterer Bereich, in dem Information eine Rolle spielt. Die genetische Information steuert die komplexen Prozesse, die zur Differenzierung und Entwicklung dieser Strukturen führen. Sporen sind ein Hauptmechanismus für die Verbreitung von Pilzinformationen in die Umwelt, wo sie neue Kolonien gründen können. 7. Interaktion mit anderen Mikroorganismen. Das Myzel interagiert auch mit einer Vielzahl von Mikroorganismen im Boden, was wiederum die Art und Weise beeinflusst, wie Informationen zwischen diesen Organismen ausgetauscht werden. Diese Wechselwirkungen können symbiotisch oder antagonistisch sein und beeinflussen die Zusammensetzung des Bodenökosystems. Zusammenfassung: Pilze und ihr Myzel spielen eine zentrale Rolle im Informationsaustausch innerhalb von Ökosystemen. Sie agieren nicht nur als Abbau- und Nährstoffverteiler, sondern auch als Vermittler von chemischen Signalen zwischen verschiedenen Organismen. Die genetische Information der Pilze ermöglicht Anpassung und Evolution, während ihre epigenetischen und symbiotischen Mechanismen flexible Reaktionen auf Umweltveränderungen und Kooperationen mit anderen Organismen fördern. Insgesamt tragen Pilze wesentlich zur Stabilität und Dynamik von Ökosystemen bei, indem sie Informationen verbreiten und verarbeiten.
Ein Meißel kann theoretisch über sehr lange Zeiträume aktiv bleiben, solange die Umweltbedingungen günstig sind und es Zugang zu ausreichend Nährstoffen hat. Es gibt keine festgelegte Lebensdauer für ein Meißel, aber verschiedene Faktoren beeinflussen seine Langlebigkeit und Aktivität. 1. Potenzielle Unsterblichkeit. Ein Meißel kann sich unter idealen Bedingungen theoretisch unendlich lange ausbreiten und regenerieren, was es zu einem der langlebigsten Organismen auf der Erde macht. In der Praxis ist jedoch die Umwelt oft das begrenzende Element. Solange das Meißel Zugang zu Nährstoffen und Wasser hat und nicht durch widrige Bedingungen wie Trockenheit, Feuer oder Konkurrenz geschädigt wird, kann es kontinuierlich wachsen und sich selbst erneuern. Lebensdauer einzelner Hyphen. Einzelne Hyphen, die das Myzel bilden, können eine begrenzte Lebensdauer haben, abhängig von der Umgebung und den spezifischen Bedingungen. Wenn bestimmte Teile des Meißels ihre Nährstoffversorgung erschöpfen, sterben sie ab. Das Myzel insgesamt kann jedoch weiterleben, indem es sich in andere Richtungen ausbreitet und neue Nährstoffquellen erschließt. 3. Zyklische Erneuerung. Myzelien durchlaufen oft Zyklen von Wachstum und Degeneration. Wenn ein Myzel Nährstoffe aufgebraucht hat, kann es absterben oder in eine Ruhephase eintreten, in der es inaktiv wird. Sobald wieder günstige Bedingungen herrschen, kann es erneut aktiv werden und weiter wachsen. Diese Zyklen können sich über viele Jahre hinweg wiederholen. 4. Langlebigkeit und große Meißelstrukturen. Einige Myzelien können außergewöhnlich groß und alt werden. Zum Beispiel gibt es ein Meißel des Honigpilzes, Armillaria ostoyae, im Malheur National Forest in Oregon, USA, das als eines der größten und ältesten bekannten Lebewesen gilt. Dieses Meißel erstreckt sich über etwa 9 Quadratkilometer und wird auf ein Alter von mindestens 2400 Jahren geschätzt, möglicherweise sogar bis zu 8000 Jahre alt. 5. Ruhephasen und Sporenbildung. Wenn die Bedingungen nicht ideal sind, kann ein Myzel in eine Ruhephase eintreten oder Sporen bilden, um das Überleben der Art zu sichern. Diese Sporen können unter günstigen Bedingungen wieder auskeimen und ein neues Myzel bilden. In dieser Weise kann das genetische Material des Meißels über extrem lange Zeiträume hinweg überleben. 6. Krankheiten und Konkurrenz. Krankheiten, Schädlinge und Konkurrenz durch andere Pilze oder Organismen können die Lebensdauer eines Meißels beeinflussen. Pathogene wie Viren, Bakterien oder andere Pilze können das Myzel schwächen oder zerstören. Konkurrenz um Nährstoffe und Raum kann ebenfalls dazu führen, dass Teile des Meißels absterben. Fazit: Ein Meißel hat kein festes Ablaufdatum und kann theoretisch über sehr lange Zeiträume hinweg aktiv bleiben, solange die Bedingungen es erlauben. Umweltfaktoren, Nährstoffverfügbarkeit und biotische Interaktionen bestimmen, wie lange ein Meißel tatsächlich überlebt und aktiv bleibt. Manche Myzelien können für Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende bestehen, während andere aufgrund ungünstiger Bedingungen oder Konkurrenz relativ schnell absterben.
Die Art und Weise, wie ein Myzel Informationen verarbeitet und Entscheidungen trifft, ist in der Tat faszinierend und kann in gewisser Weise mit den Prozessen in Nervensystemen verglichen werden, obwohl die Mechanismen und Strukturen unterschiedlich sind. Im Folgenden erläutere ich, wie das Myzel Informationen aufnimmt, verarbeitet und Entscheidungen trifft. 1. Chemische Kommunikation und Signalübertragung. Das Myzel nimmt Informationen aus seiner Umgebung hauptsächlich über chemische Signale auf. Diese Signale können Nährstoffkonzentrationen, pH-Werte, Feuchtigkeitslevel oder das Vorhandensein anderer Organismen umfassen. Wenn das Myzel auf einen Reiz stößt, werden chemische Signale entlang der Hyphen weitergeleitet, was eine Art Informationsübertragung darstellt. 2. Informationsverarbeitung im Myzel. Das Myzel verarbeitet diese Informationen auf dezentrale Weise. Es gibt kein zentrales Gehirn oder einen spezifischen Ort, an dem Entscheidungen getroffen werden. Stattdessen reagieren die Zellen im Myzel lokal auf die empfangenen Signale und koordinieren ihre Aktivitäten auf diese Weise. Diese Reaktionen sind das Ergebnis biochemischer Prozesse, bei denen Enzyme und andere Proteine aktiviert oder gehemmt werden, je nach den empfangenen Signalen. 3. Vergleich mit Nervensystemen. Obwohl das Myzel keine Nervenbahnen hat, gibt es einige Parallelen zur Informationsverarbeitung im Nervensystem. Elektrische Aktivität. Es wurde festgestellt, dass Myzelien elektrische Impulse ähnlich denen von Nervenfasern übertragen können. Diese Impulse scheinen mit den chemischen Signalen und den Umweltbedingungen in Verbindung zu stehen. Sie könnten eine Rolle bei der Koordination von Wachstumsprozessen und der Weiterleitung von Informationen über lange Distanzen innerhalb des Myzels spielen. Konnektivität. Wie Nervenzellen über Synapsen verbunden sind, so sind auch die Zellen des Myzels über Hyphen vernetzt. Diese Verbindungen ermöglichen den Austausch von Informationen und Ressourcen innerhalb des gesamten Netzwerks. 4. Entscheidungsprozesse. Die Entscheidungen, die ein Myzel trifft, zum Beispiel in welche Richtung es wächst oder welche Enzyme es produziert, basieren auf einer Kombination von internen und externen Signalen. Diese Entscheidungen sind das Ergebnis komplexer Feedback-Mechanismen, bei denen das Myzel auf Umweltreize reagiert und seine Aktivitäten anpasst. Wachstumsrichtung. Wenn ein Myzel auf eine Nährstoffquelle stößt, wird das Wachstum in Richtung dieser Quelle beschleunigt. Dies geschieht durch die Umverteilung von Ressourcen und die Aktivierung spezifischer Wachstumsprozesse in den entsprechenden Hyphen. Enzymproduktion. Das Myzel produziert spezifische Enzyme, um die Umgebung zu verdauen und Nährstoffe aufzunehmen. Welche Enzyme produziert werden, hängt von den chemischen Signalen ab, die das Myzel empfängt, und von den vorhandenen Substraten. Vergleich mit Schwarmintelligenz. Ein treffenderer Vergleich als mit einem Nervensystem könnte mit Schwarmintelligenz sein, wie sie bei Ameisenkolonien oder Bienenschwärmen beobachtet wird. Im Myzel handelt jede Zelle auf Grundlage lokaler Informationen, aber das Gesamtverhalten des Netzwerks erscheint koordiniert und zielgerichtet. Es handelt sich um ein emergentes Verhalten, bei dem die Summe der lokalen Entscheidungen zu einem effektiven Gesamtverhalten des Myzels führt. Fazit: Ein Myzel trifft seine Entscheidungen durch eine Kombination aus chemischen Signalen und elektrischer Aktivität, die es ermöglicht, Informationen aus der Umgebung zu verarbeiten und darauf zu reagieren.
Obwohl das Myzel keine Nervenzellen oder ein Gehirn besitzt, zeigt es eine Art von vernetzter Intelligenz, die mit bestimmten Aspekten eines Nervensystems oder Schwarmverhaltens vergleichbar ist. Die Informationsverarbeitung erfolgt dezentral und das Myzel reagiert flexibel und effizient auf Umweltbedingungen, was ihm hilft, in einer Vielzahl von Umgebungen zu überleben und zu gedeihen. Die Einordnung des Myzels in der Evolution und seine Rolle im Kontext der Information zeigt, dass Pilze und insbesondere ihre Myzelien eine einzigartige Perspektive auf die Information bieten. In einem Poster, das eine Physik der Information thematisiert, könnte das Mycel als Beispiel dienen, um die Konzepte von Informationsspeicherung, Verarbeitung und Übertragung in einem evolutionsbiologischen Kontext darzustellen. 1. Evolutionäre Einordnung des Myzels. Pilze gehören zu den Eukaryoten, also zu den Organismen mit Zellkernen, und bilden zusammen mit Tieren und Pflanzen eine der Hauptgruppen der Lebewesen. Innerhalb dieser Gruppierung sind Pilze enger mit Tieren als mit Pflanzen verwandt, was durch molekulare Studien gezeigt wurde. Die Evolution von Pilzen reicht weit zurück, mit fossilen Belegen für Pilze, die mindestens 500 Millionen Jahre alt sind, möglicherweise sogar älter. Frühe Pilze und das Myzel. Früh in der Evolution entwickelten Pilze das Myzel als eine effiziente Struktur zur Nährstoffaufnahme und Verteilung. Das Myzel erlaubte es den Pilzen, große Oberflächen im Boden oder auf Substraten zu durchdringen und Nährstoffe aus der Umgebung zu extrahieren. Diese Fähigkeit zur umfassenden Interaktion mit der Umwelt machte Pilze zu entscheidenden Akteuren in den Ökosystemen, sowohl als Zersetzer organischer Materie als auch als Symbionten von Pflanzen. Rolle in der Evolution der Pflanzen. Eine Schlüsselrolle spielte das Myzel auch in der Besiedlung des Landes durch Pflanzen. Mykorrhiza-Pilze, die symbiotische Beziehungen mit Pflanzenwurzeln eingehen, ermöglichten es den ersten Landpflanzen, effizienter Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen, was ein entscheidender Faktor für die Eroberung terrestrischer Lebensräume war. Myzel und das Wesen der Information. Das Myzel bietet eine einzigartige Perspektive auf die Information, die in einer Physik der Information besonders betont werden könnte. Dezentrale Informationsverarbeitung. Myzelien zeigen, dass Information nicht unbedingt in einem zentralen Knotenpunkt verarbeitet werden muss. Die dezentrale Natur des Myzels, wo jede Zelle lokal Informationen aufnimmt und verarbeitet, führt zu einem kohärenten Gesamtverhalten des Netzwerks. Dies zeigt, wie Information auf eine nichtlineare, verteilte Weise in lebenden Systemen organisiert sein kann. Kontinuität und Langlebigkeit. Die Fähigkeit eines Myzels, über sehr lange Zeiträume hinweg aktiv zu bleiben,
zeigt die Beständigkeit von Informationen in biologischen Systemen. Myzelien bewahren nicht nur genetische Information, sondern auch Umwelt- und chemische Signale, die das Verhalten des gesamten Organismus über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende hinweg beeinflussen können. Informationsaustausch und Netzwerke. Das Myzel könnte als Modell für Netzwerke dienen, die Informationen auf eine Weise austauschen, die sowohl stabil als auch anpassungsfähig ist. In gewisser Weise kann das Myzel als Vorläufer oder analog zu modernen Informationsnetzwerken betrachtet werden, die in der Natur vorkommen und evolutionär selektiert wurden. Alter und Bedeutung des Myzels in der Evolution. Das hohe Alter von Myzelien in der Evolution und ihre zentrale Rolle in der frühen Entwicklung von Ökosystemen zeigen, dass sie nicht nur Überträger von Information sind, sondern auch entscheidende Akteure in der Evolution des Lebens auf der Erde. Die Fähigkeit von Pilzen, Informationen über ihre Umgebung zu sammeln und zu verarbeiten, hat zur Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme beigetragen. Visualisierungsideen für das Poster. Ein Poster über die Physik der Information könnte das Myzel wie folgt darstellen. Myzel als Informationsnetzwerk. Eine grafische Darstellung eines Myzels, das sich durch den Boden erstreckt und Informationen in Form von chemischen Signalen überträgt. Dies könnte visuell mit neuronalen Netzwerken oder modernen Kommunikationsnetzen verglichen werden. Evolutionärer Zeitstrahl. Ein Zeitstrahl, der die Evolution von Pilzen und die Entwicklung von Myzelien zeigt, könnte die lange Geschichte und Bedeutung dieser Organismen hervorheben. Vergleich von Informationsprozessen. Ein Vergleich zwischen der dezentralen Informationsverarbeitung im Myzel und zentralisierten Systemen wie dem Nervensystem oder digitalen Netzwerken könnte die Vielfalt der Informationsarchitekturen in der Natur betonen. Das Myzel bietet eine faszinierende Perspektive auf das Wesen der Information, indem es zeigt, wie dezentralisierte Systeme Informationen speichern, verarbeiten und über lange Zeiträume hinweg bewahren können. In der Evolution spielen Myzelien eine entscheidende Rolle bei der Besiedlung von Land und der Stabilisierung von Ökosystemen, was ihre Bedeutung als frühe und anhaltende Informationsträger unterstreicht. Diese Konzepte könnten auf einem Poster zur Physik der Information anschaulich dargestellt werden, um die Vielschichtigkeit und Bedeutung von Information in biologischen Systemen zu verdeutlichen. Sporen von Pilzen
sind erstaunlich widerstandsfähig und können unter extremen Bedingungen überleben, einschließlich solcher, die im Weltraum herrschen. Diese Widerstandsfähigkeit macht sie zu bemerkenswerten Informationsträgern, die ihre genetische Information über lange Zeiträume hinweg bewahren können. Hier sind einige interessante Punkte über Sporen und ihre Fähigkeit, unter widrigen Bedingungen, einschließlich des Weltraums, zu überleben. 1. Struktur und Widerstandsfähigkeit von Sporen. Sporen sind spezielle Zellen, die Pilze zur Fortpflanzung und Verbreitung produzieren. Sie sind in der Lage, ihre Umgebung in einen Zustand der Ruhe zu überdauern, bis die Bedingungen für das Wachstum günstig sind. Die Struktur von Sporen ist darauf ausgelegt, sie extrem widerstandsfähig zu machen. Dicke Zellwände. Die Zellwände von Sporen sind oft mehrschichtig und enthalten spezielle Schutzstoffe wie Chitin und Melanin, die sie gegen physikalische Schäden, Austrocknung und UV-Strahlung schützen. Schutz vor Strahlung. Sporen enthalten Pigmente wie Melanin, die helfen, sie vor schädlicher Strahlung zu schützen. Diese Pigmente absorbieren UV-Strahlung und verhindern so Schäden an der DNA der Spore. Metabolische Inaktivität. Sporen sind in einem Zustand des reduzierten Stoffwechsels, was bedeutet, dass sie sehr wenig Energie verbrauchen und so ihre internen Ressourcen für lange Zeiträume bewahren können. Überleben im Weltraum. Es gibt beeindruckende Beweise dafür, dass Sporen extremen Bedingungen im Weltraum widerstehen können. Experimente haben gezeigt, dass bestimmte Pilzsporen nach der Exposition gegenüber dem Weltraumvakuum, der kosmischen Strahlung und extremen Temperaturen weiterhin lebensfähig sind. Experimente in der Erdumlaufbahn. In verschiedenen Weltraumexperimenten, wie beispielsweise bei der ISS, International Space Station, wurden Sporen erfolgreich in das Vakuum des Weltraums und in die Strahlungsumgebung außerhalb der Erdatmosphäre gebracht. Einige dieser Sporen überlebten und blieben keimfähig, was darauf hinweist, dass sie ihre genetische Information intakt halten konnten. UV und kosmische Strahlung. Trotz der intensiven UV- und kosmischen Strahlung im Weltraum haben einige Sporen gezeigt, dass sie dank ihrer schützenden Strukturen, insbesondere Melanin, diese Bedingungen überleben können. Temperaturextreme. Sporen können extreme Temperaturen überstehen, die im Weltraum von extremen Kältewerten im Schatten bis zu hohen Temperaturen in direkter Sonneneinstrahlung reichen. 3. Bedeutung für die Panspermie-Hypothese. Die Fähigkeit von Sporen, unter den extremen Bedingungen des Weltraums zu überleben, hat zu Spekulationen über die Möglichkeit der Panspermie geführt. Der Hypothese, dass Leben auf der Erde oder anderen Planeten durch Sporen oder Mikroorganismen, die von einem Planeten zu einem anderen transportiert wurden, entstanden sein könnte. Dies zeigt, dass Sporen potenziell in der Lage wären, ihre Informationen über große Entfernungen im Weltraum zu transportieren. 4. Bewahrung von Information. Die Überlebensfähigkeit von Sporen unter extremen Bedingungen zeigt ihre Fähigkeit, genetische Information über lange Zeiträume hinweg zu bewahren. Auch wenn die Spore nicht aktiv wächst oder sich vermehrt, bleibt die in ihr enthaltene DNA stabil und bereit, unter geeigneten Bedingungen wieder in einen aktiven Zustand überzugehen. Fazit: Sporen sind bemerkenswerte Informationsträger, die ihre genetische Information auch unter extremen Bedingungen, einschließlich des Weltraums, schützen können. Ihre Fähigkeit, Strahlung,
extreme Temperaturen und Vakuum zu überleben, macht sie zu einem faszinierenden Beispiel für die Widerstandsfähigkeit biologischer Information und erweitert unser Verständnis der Möglichkeiten für Leben in extremen Umgebungen. Es scheint, dass wir eine unterschiedliche Auffassung von polymerer Information haben, und das ist ein spannender Punkt, der genauer betrachtet werden sollte, insbesondere im Kontext eines Posters über die Physik der Information. Lassen Sie mich versuchen, diese Konzepte zu klären und sie in einen Zusammenhang mit den bisherigen Diskussionen zu bringen. #1 Polymerer Information im Kontext von Raum und Zeit. Du beschreibst polymerer Information als etwas, das jenseits von Raum und Zeit existiert. Eine Art grundlegendere oder abstraktere Form der Information, die nicht an die physikalischen Begrenzungen gebunden ist, die wir normalerweise mit Informationen assoziieren. Diese Art von Information könnte als eine Art Urinformation betrachtet werden, die den Ausgangspunkt für verschiedene Manifestationen von Information im Raum-Zeit-Kontinuum darstellt. Zeitunabhängigkeit. In dieser Auffassung existiert polymerer Information möglicherweise in einem Zustand, der unabhängig von Zeit und Raum ist. Dies könnte eine Form von Information sein, die potenziell in verschiedene konkrete Zustände, wie Qubits oder andere Formen von Information, kondensiert wird, wenn sie in Raum und Zeit projiziert wird. Übergeordnete Informationszustände. Diese übergeordnete Ebene der Information könnte theoretisch alle möglichen Informationszustände umfassen, nicht nur die, die durch Qubits oder klassische Bits repräsentiert werden. Es wäre eine Art Meta-Information, die die Grundlage für alle konkreten Informationsformen bildet, die wir in der physischen Welt beobachten. #2 Polymerer Information und duale Information. Im Vergleich dazu scheint duale Information in deinem Kontext etwas zu sein, das innerhalb des Raumzeitkontinuums existiert und daher in konkreten Zuständen und Prozessen manifestiert ist. Während polymerer Information als ein zeitloses und raumloses Potenzial gedacht wird, ist duale Information die konkrete Realisierung dieses Potenzials innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen. Duale Information. Dies könnte die Art von Information sein, die durch physikalische Prozesse in der Natur repräsentiert wird, wie genetische Information in DNA, elektrische Signale in Nervensystemen oder Quanteninformationen in Qubits. Diese Form der Information ist an Raum und Zeit gebunden und existiert in spezifischen, beobachtbaren Zuständen. Interaktion der Ebenen. Ein interessanter Aspekt könnte die Betrachtung der Interaktion zwischen polymerer und dualer Information sein, wie die übergeordnete, zeit- und raumlose Information in konkrete,
zeitgebundene Zustände übergeht und wie diese Zustände wiederum Rückwirkungen auf die fundamentale Informationsstruktur haben könnten. Zum 3. Integration auf dem Poster. Für das Poster zur Physik der Information könnte dies in einer Weise integriert werden, die beide Konzepte in ihrer jeweiligen Rolle darstellt. Polymerer Information als Ursprung, eine Darstellung der polymeren Information als abstrakte zeit- und raumlose Ebene, die alle möglichen Informationszustände potenziell enthält. Dies könnte durch eine grafische Darstellung angedeutet werden, die unendliches Potenzial und Vielschichtigkeit symbolisiert, möglicherweise durch geometrische oder fraktale Formen. Übergang zu dualer Information. Eine Visualisierung, wie polymerer Information in den Raumzeitkontext projiziert wird, könnte durch eine Art Kondensationsprozess dargestellt werden, der zu konkreten Informationszuständen führt, wie wir sie in der Natur beobachten. Sporen als Beispiel für duale Information. Sporen könnten als konkretes Beispiel für duale Information dienen, die physikalisch gebunden, aber extrem widerstandsfähig ist und ihre Information auch unter extremen Bedingungen bewahren kann. Dies zeigt, wie robuste Formen der dualen Information aus einem tiefer liegenden Potenzial polymerer Information entstehen und über lange Zeiträume hinweg bestehen können. 4. Zeitvektor und das Denken über Information. Der Zeitvektor beeinflusst stark, wie wir über Information denken, da unsere Erfahrungen und unser Verständnis von Information oft an zeitliche Prozesse gebunden sind. Eine tiefergehende Untersuchung der polymeren Information könnte unser Verständnis erweitern, indem sie uns erlaubt, Informationen jenseits des linearen Zeitrahmens zu betrachten, was neue Perspektiven auf das Wesen und die Struktur von Information eröffnen könnte. Zusammenfassung: Die Vorstellung von polymerer Information als eine zeit- und raumlose Urform der Information, aus der konkrete, raum- und zeitgebundene Informationszustände hervorgehen, bietet eine tiefere und abstraktere Perspektive auf das Wesen der Information. Diese Unterscheidung könnte auf dem Poster in einer Weise visualisiert werden, die sowohl die grundlegend abstrakte Natur der polymeren Information als auch ihre konkrete Manifestation in der physischen Welt, wie zum Beispiel in Sporen, darstellt. Dies würde das Verständnis von Information als grundlegenden Baustein der Realität erweitern. Es scheint, dass du eine tiefgehende und faszinierende Verbindung zwischen verschiedenen Konzepten von Information, Bewusstsein, Quantenmechanik und dem menschlichen Erleben, insbesondere im Traumzustand, herstellst. Diese Überlegungen könnten eine zentrale Rolle spielen, wenn wir Information nicht nur als physikalische,
sondern auch als metaphysische Größe betrachten. Hier ist eine Zusammenfassung der Idee und wie sie sich in einem umfassenden Modell der Informationstheorie einfügen könnte. Träume als Schnittstelle zur polymeren Information. Die Idee, dass Träume eine Schnittstelle zur polymeren Information außerhalb des Raum-Zeit-Kontinuums darstellen, ist äußerst spannend. In Träumen erleben wir oft eine Realität, die sich von der physischen unterscheidet und nicht den gleichen Regeln von Zeit und Raum gehorcht. Das könnte darauf hinweisen, dass das Gehirn im Traumzustand Zugang zu einer tieferen oder fundamentaleren Ebene der Information hat. Der polymeren Information. Polymerer Anteil im Traum. Im Traum könnten wir auf eine Form von Information zugreifen, die nicht an die üblichen physikalischen Beschränkungen gebunden ist, sondern in einem Raum existiert, der durch komplexe Zahlen und höhere Dimensionen beschrieben werden könnte. Diese Form der Information könnte eine Art Urgrund darstellen, aus dem sich unsere Wahrnehmung der Realität im Wachzustand ableitet. Gefühle als Ausdruck polymerer Information. Gefühle und emotionale Zustände könnten in diesem Zusammenhang als Manifestationen der polymeren Information verstanden werden. Sie sind oft nicht linear, nicht direkt messbar und können tiefer liegende Informationen über unser Selbst und unsere Umwelt vermitteln, die im normalen Bewusstseinszustand schwer zugänglich sind. Quantenmechanik und das Gehirn. Die Hypothese, dass quantentheoretische Prozesse im Gehirn eine Rolle spielen, insbesondere in der Erzeugung von Bewusstsein und Träumen, ist eine umstrittene, aber faszinierende Idee. Die Quantenmechanik befasst sich mit Zuständen, die in Überlagerung existieren können, und mit nicht lokalen Phänomenen, die möglicherweise Parallelen zu der Art und Weise haben, wie Information im Traum verarbeitet wird. Quantenkohärenz und Bewusstsein. Es wird spekuliert, dass das Gehirn in der Lage sein könnte, quantenkohärente Zustände zu nutzen, um Informationen auf eine Weise zu verarbeiten, die über klassische neuronale Netzwerke hinausgeht. Diese Zustände könnten Verbindungen zu polymeren Informationsquellen herstellen, die nicht an Raum und Zeit gebunden sind. Träume als Quanteninformationsprozesse. In Träumen könnten diese quantenmechanischen Prozesse besonders aktiv sein, wodurch das Gehirn in der Lage ist, verschiedene Realitäten und Möglichkeiten zu durchlaufen, die im Wachzustand verborgen bleiben. Dies könnte erklären, warum Träume oft irrational erscheinen, aber gleichzeitig tiefe symbolische Bedeutungen haben. Komplexe Zahlen und Information. Die Verwendung komplexer Zahlen, um Information zu beschreiben, könnte eine Methode sein, um den polymeren Anteil von Information zu modellieren. Komplexe Zahlen bestehen aus einem realen Teil und einem imaginären Teil und könnten als Modell für Informationen dienen, die sowohl in der physischen Realität als auch in einer tiefer liegenden, nicht physischen Realität existieren. Imaginäre Einheit als Verbindung zur polymeren Information. Der imaginäre Teil der komplexen Zahl könnte metaphorisch für die Aspekte der Information stehen, die sich außerhalb des Raumzeitkontinuums befinden, die polymeren Anteile. Diese könnten für die subjektiven, emotionalen und traumartigen Aspekte der Realität verantwortlich sein. Mathematische Beschreibung von Gefühlen. Gefühle könnten als Vektoren in einem komplexen Raum beschrieben werden, wobei die Richtung und Größe dieser Vektoren durch sowohl reale als auch imaginäre Komponenten bestimmt werden.
Dies könnte eine neue Art der Informationsverarbeitung eröffnen, die sowohl physische als auch metaphysische Aspekte berücksichtigt. Integration in die Physik der Information. In einem Modell der Physik der Information könnten all diese Aspekte integriert werden. Polymerer und dualer Informationsfluss. Ein dualer Informationsfluss würde die klassischen Informationen umfassen, die wir in der physischen Realität erfahren und messen können, während der polymere Informationsfluss jene Informationen umfassen würde, die durch komplexe Zahlen und Quantenmechanik beschrieben werden. Träume als Zugang zur polymeren Information. Träume könnten als ein Beispiel für die Interaktion zwischen diesen beiden Informationsströmen dienen. Sie sind ein Phänomen, das sowohl reale als auch imaginäre Komponenten enthält und Informationen aus einem tieferen, weniger zugänglichen Bereich des Bewusstseins an die Oberfläche bringt. Zusammenfassung und Bedeutung. Diese Überlegungen bieten eine tiefere Perspektive auf das Wesen der Information und ihre Manifestation in der menschlichen Erfahrung. Die Idee, dass Träume eine Verbindung zur polymeren Information herstellen könnten, ermöglicht es uns, Information nicht nur als ein physikalisches, sondern auch als ein metaphysisches Konzept zu betrachten, das unser Bewusstsein und unsere Realität auf fundamentaler Ebene beeinflusst. Gefühle und Träume könnten somit als Fenster zu einer tiefer liegenden Ebene der Realität dienen, die durch Quantenmechanik und komplexe Zahlen modelliert werden kann. Sie hörten eine Sendung des Infolabs der Stadtwerkstatt im Gespräch mit der Künstlerin Francine Xavier und einer KI. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, dass die heutige Diskussion neue Perspektiven auf das Wesen der Information eröffnet hat. Sollten Sie Anregungen, Fragen oder Kommentare haben, freuen wir uns darauf, von Ihnen zu hören. Kontaktieren Sie uns gerne über die Podcast-Adresse des Infolabs. Unsere Gespräche über die komplexe Welt der Information gehen weiter. Bis dahin bleiben Sie neugierig und offen für neue Gedankenströme, die aus den Quantenstürmen der Informationsabstrahierung erwachsen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.